Hey, hey, super tollen Leute. Und jetzt gibt es ein Proof of Concept. Ob das hier, ich habe übrigens noch so ein bisschen aus einer Verpackung rausgeschnitten und hier hintergeschoben, dass es hier keinen Kurzschluss geben kann. Und das hier, mein Do-it-yourself on-the-go Adapter, von dem hier immer noch die Reste rumliegen. So, jetzt schon schöner. Mal sehen, ob das funktioniert. Und wir werden jetzt zwei USB-Geräte miteinander verbinden. Und dann sehen wir gleich, ob das funktioniert. Ich habe hier so ein handelsübliches Windows 10 Tablet. So ein guter alter Eiskratzer. So, und jetzt momentan lässt sich das Ganze halt per Touch bedienen. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Und dann werde ich noch das Ende hier schön sauber machen. Und wir haben hier unsere Maus. Die hole ich mal gerade ins Bild rein. Die Maus stecke ich jetzt hier rein. Und die Maus selbst, die ist ja quasi auch so ein Gerät, was man quasi nur passiv ansteckt. Genauso wie es ein Tablet wäre. Wenn man das Tablet zum Beispiel einfach so an den Rechner anstöpselt, dann wird automatisch das Tablet vom Rechner aus geladen. So, hier haben wir unseren Do-it-yourself OTG USB-Adapter. Der Vorteil ist vor allem hier, da haben wir eine relativ geringe Baugröße. Wir haben also hier nicht so einen Adapter dran, schließen das an und haben das Problem, dass dann irgendwann unser Anschluss abfällt. So. Und jetzt kommt der große Trommelwirbel, wir haben es gerade gehört. Das Ganze bewegt sich schon mal. Und wie wir sehen, funktioniert das sogar. Da ist der Beweis, alle Kabel schön ins Bild. Das selbst gelötete Zeugs. Klappt supi-dupi toll, genauso wie ich es haben wollte. Und jetzt zeige ich euch das mal, wo der Unterschied ist zwischen diesem OTG-Kabel, dem selbstgebauten, und einem normalen USB, beziehungsweise Micro-USB-Kabel. Das hier, das legen wir mal hier oben hin. So. Jetzt sehen wir hier ein normales USB-Kabel, das ich nicht umgebaut habe. Da stecken wir hier mal fröhlich dran. Nehmen das Ganze, stecken das wiederum in das Tablet rein. Und wie wir sehen, es gibt keine Geräusche von sich und gar nichts. Hier leuchtet nichts. Jetzt nehmen wir nochmal das andere, was ja neben den Datenverbindungen, die hier drin sind, neben diesen Pins, auch noch die Energie überträgt. Legen wir das normale Kabel wieder beiseite. Hier sind alle 5 Kabel, die da drin sind, oder 5 Drähte, die drin sind. So, hier so lässt sich das ganz gut erklären. Die Unterseite hier oben, das ist diese abgerundete Seite. Die liegen komplett frei und parallel. Also haben wir hier keine besondere Kennzeichnung. Wir haben einfach nur ein ganz normales Kabel, das einfach von Punkt A nach Punkt B, also zu diesem Typ A-Anschluss, von da aus einfach nur die Drähte durchreicht und fertig. Hier haben wir unser Do-it-yourself USB-OTG-Kabel. Ich packe das nochmal dran und dann seht ihr direkt die Besonderheit, was ihr eben zum Beispiel dann nicht sehen konntet, weil die Maus andersrum lag. An der Stelle haben wir nicht nur diese 5 Leitungen, die parallel liegen, von dem Micro-USB-Anschluss hier oben drin, sondern wir haben diese beiden zusammengeschlossen. Und somit überträgt das auch gleichzeitig Strom aus dem Anschluss hierüber in das Peripheriegerät. Und das ist der große Unterschied zwischen den OTG-Kabeln und den normalen Kabeln. Schließen wir es nochmal an und da sehen wir es auch schon. Das hier ist die Besonderheit. Dadurch, dass wir hier ein aktives Kabel haben, haben wir dem Gerät erklärt, dass es ein aktives Gerät sein soll. Das hat schon funktioniert. Den Kanal, den ich hier im Hintergrund aufhabe, den kennt ihr vielleicht. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch mal die ganzen Videos an. Abonniert die Geschichte und liked das Ganze. Das wäre super toll und ihr würdet das Projekt prima voranbringen. Ich habe das hier schon so ein bisschen zusammengedrückt und um jetzt hier nicht irgendwie so halbe Sachen zu machen, ne, und irgendwie Klebeband drumherum zu wickeln oder sonst was, möchte ich das Ganze so ein bisschen schöner machen. Wir nehmen uns also hierfür so ein passendes Stück Isolierschlauch,
von der Größe her passt. So ein Stück hier sollte reichen. Schneiden uns das Ganze passend ab. Sehen zu, dass das Kabel schön zusammen ist. So. Und wenn es alles schön passend ist, wir drücken es nochmal so ein bisschen ineinander rein. Wollen ja auch ein schönes Kabel haben, oder? Dann nehmen wir unser handelsübliches Feuerzeug, schrumpfen den fröhlichen Schrumpfschlauch so ein bisschen zusammen, geben dem ein bisschen Saft. So. Und schon haben wir unser Do-it-yourself USB-OTG-Kabel. So, hier, da kriegt es noch ein bisschen Hitze. Und hier auf der Seite gibt es noch ein bisschen Hitze mit. Und fertig. Das war's schon. Super Sache. Und ihr könnt das eigentlich alles nachbauen, denn ich habe es komplett 1:1 alles drin. Nochmal gucken, ob es jetzt immer noch funktioniert. Super toll. Fantastisch. Wenn das Video jetzt schon drin wäre, ich würde es mir glatt mal anschauen. Cool. Dann bis bald. Jetzt kann es auf die nächsten Stufen weitergehen. Bis dann. Ciao.